Hallo Freunde! Im lauten Herzen von Los Angeles entfaltete sich eine Liebesgeschichte und Wiedervereinigung, die selbst die härtesten Seelen berührte. Es ist 7 Jahre her, dass Shibon, Roberts geliebter Katzengefährte, aus seinem Leben verschwunden ist. Der Schmerz dieses Verlustes ließ nie nach und hinterließ einen leeren Schmerz in Roberts Brust. Aber heute gibt es Hoffnung, ein zerbrechliches, schimmerndes Licht, das die Schatten der Unsicherheit durchbrach. Robert stand nervös im Flughafen-Terminal, seine Hände zitterten, als er ein schäbiges Bild von einem Shibon drückte. Die Ankündigung der Ankunft hallte durch den Saal, und sein Herz schlug wütend. Jede Sekunde schien wie eine Ewigkeit zu sein. Und plötzlich sah er einen kleinen Wagen, den der Diener mitgenommen hatte. Im Inneren befand sich eine Katze, ihr Fell ist in einem vertrauten grauen Farbton, die Augen sind weit offen und wachsam. Es gab einen Shibon. Die Zeit schien zu stehen, als sich Robert näherte. Der Blick der Katze blieb auf ihm stehen, und für einen Moment schien es, als ob es keine Jahre der Trennung gab. Shibon gab ein leises Miauen aus, ein Geräusch, das Robert ein Leben lang nicht gehört hatte. Er hatte einen Atemzug, als er zum Tragen griff, seine Finger berührten das Gitter. Shibon drückte sich mit seinem Gesicht gegen die Tür, sein Schnurren vibrierte durch das Metall. Der Diener streckte Robert die Transporttasche aus, und er öffnete sie vorsichtig. Der Shibon ging vorsichtig aus, seine Bewegungen waren langsam, aber nachdenklich. Er schnupperte an der Luft, winkte mit seinem Schwanz und atmete die Düfte seines längst verlorenen Hauses ein. Dann sprang er mit einer Anmut, die nur eine Katze haben konnte, in Roberts Arme und steckte seine Nase in seine Brust. Robert hielt ihn fest, Tränen flossen über sein Gesicht. 7 Jahre der Suche, der Hoffnung, der Verzweiflung, das alles schmolz im Handumdrehen zusammen. Als sie den Flughafen verließen, konnte Robert nicht aufhören, Shibon anzusehen, der ruhig auf dem Beifahrersitz saß, seine Augen waren vor Befriedigung halb verschlossen. Der Heimweg verlief ruhig, die Schwere der Wiedervereinigung umhüllte sie mit einer warmen Decke. Als sie ankamen, inspizierte Shibon neugierig das Haus, als würde er jede Ecke neu entdecken. Er blieb am Fenster stehen, genau dort, wo er zuvor war, und schaute auf die Lichter der Stadt. Robert kniete neben ihm nieder, hielt seine Hand über sein weiches Fell. »Willkommen zu Hause«, flüsterte Robert, seine Stimme brach ab. Shibon drehte sich um und schlug seinen Kopf gegen Roberts Hand, eine Geste, die ihm so vertraut war, dass ihm neue Tränen in den Augen blieben.